So, willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter am Bonicross 503. Beim letzten Mal haben wir ja das Rolling Chassis gemacht. Ich habe noch 2, 3 Anbauteile weiter dran gemacht, dass das Ding wirklich aussieht wie ein Töffli. Und ich habe gemerkt, ich darf ein paar Sachen abhökeln, weil der Tank haben wir ja jetzt versiegelt, der ist parat. Dort einfach aufpassen, das braucht ein paar Tage, bis das wirklich durch ausgehärtet ist. Also nicht direkt Benzin einfüllen. Die Gabel ist dran, würde ich sagen, haben wir gemacht. Jetzt geht es um das Thema. Wir haben sicher schon lange darauf gewartet. Ein Motor. Ein 503 Motor, 6 handgeschaltet. Bevor ich jetzt aber hier den Hübel runter tue, fehlt natürlich noch etwas. Ich habe ja hier das Sitzbänkchen drauf. Tipptopp Sattel, aber ich habe hier den Originalsattel dazu. Der ist leider ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Nichtsdestotrotz will ich jetzt den aber mal drauf tun, weil ich finde die Form affengeil. Also. Absolut geil. Ich tue den Hübel jetzt runter, stelle auf die Seite, damit ich hier auf der Hebebühne Motorenhalterung und alles anbauen kann. Euch sehe ich gerade nach dem Intro wieder. Let's go. Also, es geht um den 503-6 Motor vom Bonicross. Den nehmen wir jetzt auseinander, checken alles durch und bauen den wieder auf. Ein bisschen mit nicht soliderer Technik, aber ein bisschen mit updateter Technik, sagen wir es mal so. Jetzt ist es ja normalerweise so in dieser Episode, dass wir immer einen Profi dabei haben. Der Roger, der Profi, ist hinter der Kamera. Der Krigi ist in der Ferien. Der Joe ist noch nicht gerade in der Ferien, aber geht jetzt dann gerade. Wenn ihr jetzt die habt, habt ihr ja auch keinen Profi. Aber das ist ja kein Problem, weil wir haben ja Mofa-Kult Tutorials. Hier haben wir den OG von Sachs himself. Ich weiß nicht, wie der Johann Puch von den Sachs-Motoren heisst, aber ich glaube, Krigi vom Kundendienst, der weiß, wie es läuft. Und da haben wir ein super Tutorial, 9-teilig, wie man einen Sachs-Motor zerlegt, wirklich einzelne Teile, Kupplung, Säbe, das, Spalten. Mit dem arbeite ich jetzt auch. Also holen wir da Profihilfe online als Telefonjoker dazu und wir schauen nachher alle Teile an. Also Krigi, wie läuft das? Koppeln am Sachs-Motor. Grazie. Genau, muss man dazu sagen, es ist für den 650-2, den er jetzt hier macht. 503, wie er sagt, ist bei allen ungefähr gleich. Also wir nehmen jetzt das Ding auseinander, das klappt sicher alles. Als allererstes Lasse ich das Oil ab. Die Abdeckung hier ist weg, das Ding ist ja fest. Das ist jetzt zuerst mal spannend. Jetzt sind wir den Zylinderkopf, Zylinder runter. Dreckig wie Sau. Also wenn du den im Internet kaufen war revidiert. Damals. Ja. Aufbereiten, kommt schon gut. Obertrollen. Siehe da, er ist ein wenig fest. Man sieht es also recht gut. Der ist ziemlich verkokelt. Noch ein bisschen Öl rein. Schauen, ob irgendetwas passiert. Also hier innen sieht es immerhin schon mal noch gut aus. Meinst du, nein, ich kann den Motor nicht spalten, gell? Ich müsste hier über die Stehbolzen reinkommen. Dann könnte den Motor auch so spalten und den Kurbelwelle mitten im Zylinder wegnehmen. Stimmt. Das ist ein Linksdreher. Nein, es hilft nicht, weil ich weiß nicht, auf welcher Position. Also er ist sicher nicht oben. Ja, aber ob er jetzt auf der hinteren Seite oder auf der Seite Das weiß ich auch ist. nicht. Oder aber wenn du jetzt oben runter gehst und jetzt gehe ich runter und jetzt drückt es. Er ist vor OT eigentlich. Wenn ich jetzt so, das heisst, man kann da mit dem Schlüssel auch ein bisschen auf diese Seite. Dann ziehst du die Kolben zwar runter, aber dann kannst du von vorne mit dem Hammer ein bisschen. Denkt, das sind Tutorial-Zuschauer, die du da anlügst. Also Kolben und Zylinder halten sehr, sehr fest zusammen. Wir hatten das Glück, er war nicht ganz oben. Das heisst, wir können jetzt so ein bisschen mit Wackelbewegungen den Zylinder so weit rausnehmen, dass er über die Stehbolzen rauskommt. Ich kann jetzt alles auseinandernehmen, das Gehäuse trennen und dann habe ich dann eigentlich Kurbelwelle mit dem Kolben direkt auf dem Zylinder und ich kann als Pokal am Roger schenken für seine Hilfe. Drinnen hat es ein Spezialwerkzeug. Hast du das schnell? Zweite Schublade. Yes! Oh. Ich habe es vor am Roger schon beichtet. Ich habe zwar schon ein paar Mal so ein Motor auseinandergenommen und alles Mögliche. Aber so eine Revision, so eine komplette. Die ist sicher noch gut. Oh, genau so muss es tönen. Mutter etc. Kupplung ist alles gelöst. Jetzt kann ich hier die 2 Ritzel rausnehmen. Primär. Der Korb kommt jetzt auch weg. Kleiner Tipp: tun es einfach irgendwie zueinander in Schächtchen, in Minigrip etc., weil am Schluss wissen wir nicht mehr, was ist wo. So, also ich glaube, wir haben alle Schrauben draussen. Ich habe vorhin noch eine im Dreck gefunden, da unten. Wow, shit, Mann. Ich glaube, der hat Wasser hier drin bekommen. Aber ja, ist natürlich klar, dass da sich nichts mehr bewegt, wenn das Ding so rostig ist.
Krass, das habe ich noch nie gesehen. Crazy, jetzt alles Staub und Rost und... So, also ihr seht, der Motor hat es bitter nötig, dass er mal auseinandergenommen wird. Ich presse jetzt hier noch alle Lager aus, die ich ersetzen muss. Und reinige das ganze Ding natürlich, die Oberfläche machen. Wir sehen uns gerade wieder, wenn das Zeug parat ist und es mit dem Zusammenbau losgeht. Also, see ya. So ihr Lieben, also, es war Wochenende und ich erspare euch jetzt 5 Stunden, wie ich hier am Wählen einstellen bin etc. Wenn ihr das sehen wollt, checkt das Tutorial ab, ich habe es schon 100 Mal gesagt. Was mir hier dabei noch geholfen hat, Ersatzteilkatalog. Da sieht man, da müssen Scheibli drunter, da müssen sie drunter. Wenn man es nicht ganz genau sieht im Tutorial, die helfen sicher. Die Schaltung ist im vollen Gange, oder? Federn haben wir Swing Revival neu genommen. Das ganze Gehäuse gewaschen, und gemacht. Wie gesagt, jetzt geht es an den Zusammenbau. Für das interessiert euch sicher die Kurbelwelle. Hier bei der Kurbelwelle bin ich jetzt auf Monster Standard Plus gegangen. Ich wollte eine Vollwange und die hat jetzt noch 1 mm mehr Hub. Das probieren wir dann gleich mal aus, was das ausmacht. Bevor sie eintun, dann kriege ich jetzt auch überall schön ölen, Bütchen rein, am blauen Lager. Wichtig bei all diesen Wellen, Kurbelwellen, das Ausmessen, das hat Distanzscheibli und das geht im Hundertstelbereich. Wir müssen wirklich genau ausmessen, dass das dann funktioniert. Das ist nicht ganz ein einfacher Motor, wie auch der 502 nicht. Hat ein bisschen mehr Aufwand, dafür sehr solide Technik. Dirko an, Dichtung drauf. Alle lieben Dirko. Da tun wir einfach auf beide Seiten ein bisschen drauf tüpfeln. Das tut so gewisse Unebenheiten noch ein bisschen ausgleichen. Plus die Dichtung saugt sich dann noch ein bisschen voll mit dem ganzen Zeug. So, also wir sind soweit. Ich habe hier den Simmering schon Zapfen aufgesetzt. Das Ding ist gekehrt mit einer Schraube zusammen. Ich habe jetzt hier das Swing Revival Schraubenset genommen, dass man einfach wirklich alles saubere neue Schrauben benutzen können, weil die einen hier, die sind schon nicht mehr ganz so frisch. Hier haben wir das Set mit der Beschreibung, mit dem Messding, alles zusammen. Könnt ihr nur noch anlegen, dann habt ihr immer das richtige Schräubchen. Gebig, würde ich sogar sagen. Meinst du, Roger? Geil. Ich sehe jetzt das erste Mal hier. Sehr gebig, würde ich sogar sagen. So, tun wir da Loctite oder Oily an? Ich hätte jetzt eigentlich eher Fett angeschmiert. Weil ihr daran denken, wenn ihr die Schraube jetzt hier rein und zusammen macht, von der Mitte her gegen außen anziehen. Also wenn ihr irgendwelche Spannungen habt, gehen die dann so, wird die gegen außen geschaffen und ihr habt nicht am Schluss hier in der Mitte irgendein Gemurks mit eurem Gehäuse. Und alle mal anstellen und dann alle noch mal mehr anziehen, oder? Genau, apropos anstellen, wenn ihr euch vom Ofencode anstellen lasst, checkt doch mal unsere Jobs aus. Gut, wenn ihr es von innen auf außen gemacht habt, nochmal und dann mit Drehmoment 7 bis 8 Nm laut kriege, könnt ihr das anziehen und dann ist das top. Jetzt haben wir auf dieser Seite, heisst, wir tun gerade noch schnell das Ritzel. Ich fahre hier weiterhin das Originale. Es wird dann zylindermäßig ein bisschen mehr Kraft vorhanden sein. Darum kann ich hier mit dem Originalen weiterfahren. Das ist sicher kein Thema. Auch bei meinem Gewicht funktioniert das. Grande Grazie. Also wir kommen zu der Kupplung, da ist alles eingebaut. Weil wir jetzt ein bisschen mehr Leistung fahren, ein bisschen mehr Gewicht haben, gehen wir weg von diesen Standardfederli und gehen auf die blauen Swingfederli. 9. Das heisst, wir fahren alle Hütchen plus und zusätzlich die Hütchen hier rein. Und dann alle Federli rein. Wir sind dann schlussendlich bei ungefähr 20% mehr Kraft, die wir aufwenden. Restkraft, sagt man das so. Die alten Kupplungslamellen die nehme ich natürlich nicht mehr, wie auch die Zwischenplatte, die ist nicht mehr ganz so frisch da. Geht alles neu. Einmal Swing Revival Zwischenplatte und über die Nacht eingelegte Kupplungsbeläge, schön im Motorenöl. Ich würde es theoretisch immer so machen, weil dann sind die wirklich einfach mal voll gesogen. Ist sicher nicht schlecht. So, jetzt kommt der spannende Teil. Zylinderkolben. Ich verbaue jetzt hier einen 41er Pomodoro. Dazu natürlich der passende GPO-Kolben. 15er Vergaser. Und ja, die hohe Fußdichtung nicht vergessen, gell, Rouch?
Ja. Ja, wir haben wieder mal ein klassisches Tuning-Problem, oder? Das Nadellager hier ist 16 aussen, 12 innen und 15 7. Was wir aber im Kolben natürlich haben, ist irgendwo 15 5. Das heisst, das passt nicht. Das heisst, wir müssen ein anderes Nadellager nehmen. Das gibt es aber so nicht. Das heisst, Custom ist immer ein Kompromiss. Zur Feier des Tages tun wir jetzt hier den Kolben auf Raketenroger-Art einfädeln. Ich bin mir eigentlich gewöhnt, den Kolben hier an die Wellen an und dann den Zylinder drüber stoßen. Aber der Roger meint, das ist die richtig geile Variante. Passt ja. Jetzt kannst du ihn ja gegen oben drücken. Ja. Ausrichten. Oh ja, du. Oh, es ist hagelt. Immer schon quer zur Laufbahn. Ja, quer zur Laufbahn. Einfach, dass das alle wissen. Also in Laufrichtung muss es sein. Laufrichtung, ja. Ja. So. Geil. Viel immer gegen den Auslass. Kolbenbolzen die Steg zur Laufrichtung. Dann habt ihr alles richtig gemacht und niemand ist hässlich auf euch. Gut. Scheibli drauf, Mütterli drauf, Zylinderkopf drauf, Ansaugstütze drauf. Laufen? Nein. Alles gut. Bei der Zündung habe ich mich wie folgt entschieden. Ich bin grundsätzlich Fan von Original-Unterbrecherzündungen, aber das Kondensatorunterbrecher sollte man eh wechseln, wenn man so etwas macht. Alles weg. Wir nehmen GPIO-Lichtspulen mit 12 und 6 Volt. 12 Volt führen an die Lampe und 6 Volt hindern. Sehen wir gerne, ob es funktioniert. Hier in der Gebläse gekühlt, die ist sowieso immer gut belüftet etc. Darum VEC an, 6 und 12 Volt Spulen und das Ding reinkippen. Und dann machen wir jetzt so, oder? So, das Ding ist zusammengeschustert. Wenn ihr jetzt natürlich sehen wollt, wie mache ich das genau, Köbi hat hier ein sehr ausführliches Tutorial gemacht, wie ihr das mit der VEC macht, Lichtspulen etc. alles. Jetzt kommt Schwungrad drauf, nachher können wir schauen, ob das Ding blitzt. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die Lichtspulen drauf mit 2 Kabeln, man sieht es vielleicht hier. Grün ist 6 Volt, gelb 12. Ich probiere jetzt mal beide anhängen und wir sehen, wie das wird. Schau mal, ob es einen Funken gibt. Tun wir Jump tun. Ja. Ich habe gar nichts gesehen. Hast du etwas gesehen? Ja. Er blitzt? Ja. Schön gewesen! Bevor wir Gebläsehuben anmachen, gerade etwas in den Sinn kommen. Quetschkanten messen und beim Quetschkantenmesser habe ich mir auch den Kopf wäre vielleicht gäbiger, wenn er in Richtung von der Gebläsehube würde laufen. Also, wir heben den dann mal rein. Oh, dear Lord. So fahren wir nicht. Da ist man zu heissen. Also 0,6, 0,5 fahren wir also nicht. Jetzt Kopf noch ein bisschen runter. Der Kopfdichtung, dann kommt die drunter. Das ist jetzt vielleicht genau der Millimeter mehr Hub, der halb Millimeter, wo wir vorne mehr Hub haben, sonst wären wir auf 1 ungefähr. Also. Gut, also wir haben jetzt Dichtung drunter. Der Luca hat mir gerade gesagt, immer Dichtung drunter bei den neuen Köpfen. Bei den Originalen kann man ohne. Und wir sind auf 0,8 an der engsten Stelle. 1 mm. So kann man fahren, haben dann sicher ein bisschen Kompression, aber das wollen wir ja auch. So, also, Motorli, sozusagen ready. Kerze rein. Und wisst ihr, was das jetzt heisst? Motor. Es sind jetzt nur noch Anbauteile, das heisst, der wunderschöne Töffel muss noch zusammengefügt werden, zusammenbauen, alle Teile dran an und dann geht es endlich auf die Straße. Und das nämlich dieses Jahr noch. Heisst, Motor fertig, Video fertig. Jetzt haben wir es auch verdient. Jetzt könnt ihr weiterschalten, ein altes Video schauen. Also, das war es von diesem Video. Abo und Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr jetzt gerade noch einen Kommentar schreiben, was für ein Auspuff passt auf das Setup. Da haben wir schon 2, 3 zur Auswahl. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.